Ja, ich habe das Face probiert am Schellneckopf und ja, das war schon ganz schöner Stress eigentlich für mich. Das erste Mal habe ich von der Tour gehört, da habe ich ein Bier gekriegt zum Geburtstag und zwar heißt das Rock God von Jerry Moffat und das ist die totale Kletterbibel und die habe ich quasi schon mehrmals verschlungen und da ist auch ein Kapitel, wo er dann in Deutschland klettert und da beschreibt er dann, wie er eben hier vom Flipper Feeds, dem sein altes Boulderprojekt hier am Schellneckopf kriegt und dann fängt er das halt an zu projektieren und so, reißt sich mal ordentlich den Finger auf, muss dann pausieren und irgendwann steigt das dann durch. Eine Motivation, die Route zum Klettern war, dass ich einen Jerry Moffat auch mal persönlich getroffen habe im Café Kraft in Nürnberg. Und dann haben wir natürlich Foto mit ihm gemacht und dann hat er so gesagt, Simon, I think you can. Kommt eben noch dazu, dass man hier ein totales stehendes Gewässer hat, wo die Mücken natürlich geradezu en masse quasi vorhanden sind. Das heißt, wir sind am 1. Juli her erst einmal total der Stocher gewesen von den Mücken. Dann sind wir eingestiegen, es hat 30 Grad gehabt, war viel zu warm. Und dann waren da eben noch diese riesen Spinnen, da habe ich mal in ein Loch reingelangt und dann ist da eine Spinne raus, die war so groß wie meine Hand. Und die Natascha, die mich gesichert hat, die hat auch ziemlich resistent sein müssen, weil ich habe quasi die ganzen Spinnen so der Reihe nach runtergeschmissen und die sind dann alle irgendwie immer in ihre Richtung gefallen. Aber sie hat nicht so viel Angst vor Spinnen wie ich, deswegen war das ganz okay. Die Tour ist eigentlich vom Boden weg aus schwer. Das heißt, man legt gleich los an so Seitgriffe und dann war es eigentlich so eine kleine Schlüsselstelle für mich, den zweiten Haken überhaupt einmal zu klippen, weil das ist ein bisschen eine unangenehme, unsichere Position, wo man mit links so im Riss steht, so ein bisschen auf Reibung mit dem linken Fuß und rechts hat man ganz ein komisches Zwei-Fingerloch und dann muss man den irgendwie reibfriemeln. Und da war es dann eigentlich schon wichtig, dass ich immer gute Sicherer dabei gehabt habe, auf die wo ich mich verlassen kann, dass die noch schnell einen Meter einziehen, falls ich da abgehe. Genau, dann geht es eigentlich weiter mit dem Quergang. Den, wo man, wenn man am Boden steht, würde man den unterschätzen, würde man meinen, ja, nicht so schwer, große Griffe. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, sieht man, dass man kleine Tritte hat, wenig Tritte hat und schlechte Seitgriffe hat. Und das Ganze dann auch noch ziemlich pressig und leicht überhängend ist. Und das macht es dann schon interessant, überhaupt mal von Haken zu Haken zum Kehren. Genau, ich habe schon von manchen gehört, dass der Quergang für sie das Schwerste ist. Also ich würde einschätzen, dass das ungefähr so 9. Grad ist. Ja, dann macht man einen schweren Untergriffzug, steht auf und dann ist man eigentlich in einem Rest Point. Da kann man sich dann ziemlich runterschütteln, die nächsten Haken klippen, nochmal schütteln. Und da habe ich, glaube ich, bei meinem Durchstiegsgo habe ich da bestimmt 5 Minuten lang geschüttelt. Und dann nach dem Rest kommt eigentlich schon der einer der prominentesten Züge der Tour. Und zwar haben wir 2 Fingerloch und dann kommt dieser berühmte Kreuzzug, wo man ganz viele Fotos sieht, auf eine messerscharfe 3-Fingerleiste. Die reißt man dann durch und dann zieht man in den namensgebenden Griff, nämlich in das Face. Das ist ein cooles, richtig scharfes 2-Fingerloch. Und von dem aus macht man nochmal einen weiten Zug und dann nochmal einen weiten Zug und dann hat man es eigentlich. Und dann, wenn man die Züge hat, dann muss man nur ungefähr, das ist schwer zu bewerten, weil es Platten, das ist dann sehr plattenmäßig,
Dann muss man noch ungefähr eine 8 Plus rausklettern, aber ein bisschen wackelige 8 Plus, auch noch ziemlich technisch. Und man kann es eigentlich bis zum Schluss, bis man mal in den erlösenden Riss reinklettert, kann man es noch vergeigen. Da hätte ich es auch fast noch vergeigt. Genau. Aber dann, wenn man den Riss mal in der Hand hat, dann weiß man, jetzt lässt man nicht mehr los. Jetzt zieht man durch, dann sind es noch 3 Meter im Riss und dann kann man schon den Umlenker klippen. Grüezi, Mann.